Heppenheim, Bergstraße, ist die Kreisstadt des südhessischen Landkreises Bergstraße und liegt an der Bergstraße am Rande des Odenwaldes. Heppenheim ist bekannt als Geburtsort des Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel und Gründungsort der FDP. Die liberale Heppenheimer Tagung 1847 war der Auftakt zur Deutschen Revolution 1849, weshalb hier 1948 die Freie Demokratische Partei gegründet wurde. Heppenheim liegt an der Landesgrenze zu Baden-Württemberg. Das Stadtgebiet selbst befindet sich unterhalb des Schlossbergs mit der mittelalterlichen Starkenburg. Die erste urkundliche Erwähnung als Heppenheim erfolgte am 17. Juli 755 in einer Urkunde des Lorscher Kodex anlässlich einer Schenkung eines Marcha an die damalige Peterskirche in Heppenheim. Die Stadt war damals Mittelpunkt einer fränkischen Mark. Im Jahre 773 ging die Mark Heppenheim aufgrund einer Schenkung Karls des Großen in den Besitz des Reichsklosters Lorsch über. Zu dessen Schutz wurde im Jahre 1065 die Starkenburg über Heppenheim errichtet. Das Kloster stand im Range eines Fürstentums. Heppenheim entwickelte sich im Laufe der Zeit zum verwaltungsmäßigen und wirtschaftlichen Mittelpunkt des Klostergebietes, verlor aber mit dem Niedergang des Klosters im 11. oder 12. Jahrhundert wieder an Bedeutung. Im Jahr 1229 unterstellte Kaiser Friedrich II. Die Starkenburg, 1232 auch das Kloster Lorsch mit Heppenheim der Verwaltung der Erzbischöfe von Mainz. Charakteristisch für das Stadtbild ist neben der Burg auch St. Peter, der Dom der Bergstraße, so die volkstümliche Bezeichnung der großen, 1904 geweihten katholischen Kirche, die kein Bischofssitz ist. Die Pfarrkirche St. Peter wurde im Wesentlichen von 1900 bis 1904 erbaut. Am 1. August 1904 weihte der Mainzer Bischof Georg Heinrich Maria Kirstein die Kirche dem heiligen Petrus. Die Ursprünge der Kirche sind jedoch erheblich älter. Ein Vorläuferbau ist für das Jahr 755 belegt, der vermutlich Teil einer um 700 von den Franken erbauten Fluchtburg war, die bis zum heutigen Großen Markt reichte. Über das Aussehen dieses Sakralbaus ist nichts bekannt. Von 773 bis 1232 unterstand er der Fürstabtei des Klosters Lorsch. In dieser Zeit wurden verschiedene bauliche Änderungen durchgeführt. Die beiden Untergeschosse des Nordturms stammen aus der Zeit um 1100.
Als ein Überbleibsel, Spolie, aus der romanischen Epoche ist ein dreiseitig bearbeitetes Schildkapitell der Untersakristei zu sehen. 1693 wurde das Gebäude vermutlich durch den Einfall der Franzosen stark beschädigt. 1698 begannen erneut umfangreiche Bauaktivitäten an der Kirche. Turm und Chor blieben unverändert, aber nach Westen wurde ein Langhaus errichtet. 1884 wurde ein Neubau der Kirche beschlossen. Der eigens für dieses Vorhaben gegründete Kirchenbauverein beauftragte 1885 den späteren Mainzer Dombaumeister Ludwig Becker mit der Planung des neuen Gotteshauses. Im Zuge der 1200-Jahr-Feier erbaute die Orgelbauwerkstatt Kemper in Lübeck eine neue Orgel. Die Schleifladenorgel hat 43 Register auf 3 Manualen und Pedal. Die Spiel- und Registertrakturen sind mechanisch. Das Stadtrecht besteht mindestens seit 1318, das Marktrecht vermutlich schon seit der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts.
Von 1265 bis 1803 war Heppenheim Sitz des Kurmainzer Amtes, Oberamtes, Starkenborg. In den Jahren 1369 und 1693 wurde Heppenheim durch Stadtbrände fast völlig zerstört. Die beiden Weltkriege überstand die Stadt bis auf geringe Schäden beim Einmarsch der Amerikaner im März 1945 unversehrt. Heppenheim war ab 28. Mai 1942 Außenlager des Hauptlagers Dachau, KZ Natzweiler-Struthof. Die Schließung erfolgte am 18. Dezember 1942. Neueröffnung als Außenlager Heppenheim war am 15. Juni 1943, die endgültige Schließung erfolgte dann am 27. März 1945 mit der Besetzung durch US-amerikanische Truppen. Die internierten Häftlinge übten in Heppenheim Tätigkeiten in der SS-eigenen Einrichtung Deutsche Versuchsanstalt für Ernährung und Verpflegung aus, Kommando Dachau. Als Ende März die amerikanischen Truppen den Rhein erreicht hatten, wurde das Lager evakuiert und die Insassen mussten unter strenger Bewachung den langen Marsch bis nach Schwäbisch Hall antreten, von wo sie ins KZ Dachau weitertransportiert wurden. Dort kamen noch etliche der Gefangenen ums Leben, bevor sie am Tegernsee von den Amerikanern befreit wurden. Die Heppenheimer Versammlung, am 10. Oktober 1847 im Hotel Halbermond, war Auftakt der Deutschen Revolution der Jahre 1848 bis 1849. Am 30. Mai 1849 kam es zum Heppenheimer Gefecht zwischen der Badisch-Pfälzischen Revolutionsarmee, die zur Verteidigung des Paulskirchenparlaments nach Frankfurt ziehen wollte, und hessischem Militär. Heute lädt die Stadt Heppenheim mit ihren wundervollen Fachwerkhäusern und der Starkenborg zum Verweilen in gemütlichem Ambiente ein.